Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Heute gehen wir mal auf einen Wunsch aus den Kommentaren ein und ich löse zugleich mein Versprechen aus einem der vorherigen Videos damit auch ein. Und zwar, wir beschäftigen uns mit Flugzeugen in Battlefield. Starten werden wir mit der Bf 109 G6. Ich zeige euch die Spezialisierungen und Gameplay-Einstellungen und wir mit dem Teil, auch wenn ihr jetzt kein ausgewiesenes Fliegerass seid, ordentlich Kills machen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier eine kleine Serie draus machen und uns auch noch die anderen Flugzeuge anschauen. Also gebt dem Ganzen ein Like und packt mir euer Feedback in die Kommentare. Grundsätzlich gibt es im Battlefield verschiedene Flugzeugtypen. Es gibt Jäger, es gibt Jagdbomber und es gibt große Bomber. Meistens in einer Variante optimiert für den Luftkampf oder optimiert für Bodenziele. Die G6 zeichnet sich insbesondere durch ihre Raketen aus. Die werden wir uns in den Spezialisierungen noch genauer anschauen. Für mich ist das Flugzeug auf jeden Fall der perfekte Kompromiss, um in eine Runde reinzustarten, da ihr erstens nicht hilflos in Luftkämpfen seid und zweitens effektiv gegen Bodenziele sein könnt. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, schauen wir uns erstmal die grundsätzlichen Spieleinstellungen für Flugzeuge an, beziehungsweise was ihr unbedingt anpassen solltet. Starten werden wir mit den Fahrzeugempfindlichkeitseinstellungen. Und zwar, ich habe die auf 60%, fahre auch relativ gut damit. Höher würde ich an der Stelle jetzt nicht gehen. Ihr habt so einen ganz guten Mix zwischen, das Ganze ist noch einigermaßen kontrollierbar, aber ihr seid auch nicht zu langsam, also sprich noch wendig genug, was wichtig ist, wenn ihr entkommen müsst oder was umfliegen wollt. Würde ich wirklich empfehlen. Ganz wichtig ist auch nochmal, den vertikalen Flugspiegeln einzuschalten, sonst fliegt ihr nämlich wie ein Holzfass und könnt diese ganzen Turns und Loopings und so weiter nicht ordentlich ausführen. Als letztes auf jeden Fall noch einzustellen ist das 3P Sichtfeld. Auf Max ist in dem Fall 95%. Beziehungsweise 95, dass ihr so viel wie möglich Sichtfläche und Sichtfeld habt, insbesondere später, wenn wir uns dann auch mal die Bomben anschauen, damit ihr da die Zielhilfe auch optimal sehen könnt. So, dann schauen wir uns jetzt die genauen Spezialisierungen der G6 an, beziehungsweise was ich euch an der Stelle empfehlen würde. Und zwar starten werden wir mit der SMG, um einfach eine stärkere Waffe für den Luftkampf zu haben. Der gepanzerte Rumpf wäre natürlich auch noch eine Alternative. Ich würde trotzdem das SMG empfehlen. In jedem Fall brauchen wir in der Ausbaustufe 2 das Paket für große Höhen, um ganz einfach mehr Aktionsradius zu haben. Sprich, wir können damit 200 Meter höher fliegen, können besser aus der Reichweite von Flaks kommen, können höhere Steilflüge bzw. Sturzflüge ansetzen. Also absolut wichtig, das müsst ihr unbedingt mitnehmen. In der dritten Stufe wählen wir die automatische Anströmkante für eine bessere Manövrierfähigkeit. Das ist insbesondere wichtig zum Ausweichen, Abdrehen, Sturzflug abbrechen, etc. Und in der letzten Ausbaustufe folgen dann die verstärkten Tragflächen, damit wir einfach nicht sofort vom Himmel geholt werden können. Also ja, den Spawnfunk, den braucht kein Mensch und die Kapazitätserweiterung macht an der Stelle jetzt auch nicht wirklich Sinn. Also nehmt die verstärkten Tragflächen mit, um da einfach ein bisschen robuster zu sein. Wenn ihr euch jetzt erstmal an die Empfindlichkeiten und vor allem ans Flugverhalten gewöhnen wollt, dann nutzt an der Stelle das Testgelände und probiert die Einstellungen für euch einfach mal aus, bevor ihr in den Multiplayer reinstartet. Sonst könnte es passieren, dass man da sehr schnell frustriert ist, insbesondere wenn man noch nicht so viel geflogen ist, vielleicht auch die Flugzeuge noch gar nicht so hoch gelevelt hat. Da sollte man erstmal ein Grundgefühl einfach fürs Handling der Flugzeuge und so weiter bekommen und dann werdet ihr auch Erfolg im Multiplayer haben. Nachdem wir jetzt mit den grundsätzlichen Einstellungen durch sind, machen wir weiter im Gameplay, beziehungsweise schauen uns einmal an, wie machen wir jetzt überhaupt Kills mit dem Teil und vor allem, wie verhindern wir, dass wir abgeschossen werden. Wie gesagt, die G6 ist jetzt vorrangig auf Bodenziele geskillt und auf Bodenziele, Robustheit, Ausweichen, und auch wenn ihr nur 2 Raketen dabei habt, sind diese durch den hohen Explosionsschaden und auch Explosionsradius sowohl auf Fahrzeuge als auch auf Infanterie sehr, sehr effektiv. Das haben wir am Anfang gesehen, gleich zu Beginn des Videos,
Da hole ich schon mal 2 Fahrzeuge ganz easy weg. Schöner Multikill, so muss das sein. Und ja, wie spotten wir das Ganze jetzt? Also insbesondere wenn keine Flares in der Luft sind oder die Feinde noch nicht entdeckt sind, hat man es natürlich nicht ganz so einfach. Die Fahrzeuge sind da wirklich am leichtesten zu entdecken an der Stelle. Damit würde ich auch starten, um auch mal das Gefühl zu bekommen, wie fliege ich das Ganze an, wann muss ich aus dem Sturzflug wieder hinausgehen bzw. hochziehen. Bei Infanterie funktioniert das natürlich auch, allerdings, wenn die nicht gespottet sind, sind die Ziele natürlich auch sehr, sehr klein. Da braucht man einfach ein bisschen Übung, aber wenn man das raus hat, dann funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut. Ne? Und ja, vielleicht als weitere Empfehlung an der Stelle, schaut einfach auf die Hotspots. Also wenn jetzt zum Beispiel das Gegnerteam eine Flagge einnimmt, dann könnt ihr sehr sicher sein, dass da nicht nur ein Gegner, sondern mehrere Gegner, vielleicht auch Fahrzeuge sind. Fliegt es an, schaut mal runter, geht in den Sturzflug und dann könnt ihr da mit Sicherheit was wegholen. Alternative, wir kennen alle die Top-Häuser, wo sich gerne mal Camper drin verstecken an Flaggen. Die sind natürlich auch für die Explosionsraketen besonders geeignet, weil wir können damit natürlich auch Häuser zerstören. Und wie verhindern wir jetzt aber, dass wir vom Himmel geholt werden? Das ist eigentlich ganz einfach. Naja, nicht wirklich. Es gibt 2 große Gefahren für Flugzeuge. Und zwar sind es erstens gegnerische Jäger und zweitens feindliche Flakgeschütze, insbesondere nach dem Update 7.0, weil die deutlich stärker gemacht wurden. Gehen wir erstmal auf den ersten Punkt ein. Also gegnerische Flugzeuge abzuschütteln ist nicht einfach und insbesondere wenn ihr hier so einen roten Baron hinter euch habt, stehen die Chancen schlecht, dass ihr das Ganze überlebt. Trotzdem habt ihr ein paar Möglichkeiten, um aus der Situation eventuell rauszukommen. Erstens setzt euren Rauch ein, den ihr mit dabei habt. Zweitens geht in den Sturzflug, also ganz wichtig, nicht nach oben ziehen, weil dadurch verlangsamt ihr euer eigenes Flugzeug und ihr seid ein noch leichteres Ziel. Und versucht an der Stelle auch ein bisschen mit der Beschleunigung zu variieren. Gerade wenn ihr engere Kurven fliegen wollt, fliegt nahe an Brücken, Bergen oder sonstigen Objekten, wo ja, die Möglichkeit besteht, dass der Gegner einfach hängen bleibt, wenn er euch verfolgt. Fliegt es einfach mal an. Und da habt ihr eine ganz gute Chance, dass der eben in den Berg reinkracht oder eben nicht. Die vermutlich beste Lösung ist aber, das gegnerische Flugzeug einfach in den Schussradius einer befreundeten Flak zu bringen. Also versucht, die Verfolgungsjagd dahin zu ziehen. Und an der Stelle auch nochmal eine Bitte an die Squads bzw. die eigene Teamseite. Jungs, besetzt die Flaks und helft euren Fliegern. Wenn ihr die nämlich beschützt, dann helfen die euch auch am Boden, um wieder Flaggen einzunehmen. Am besten funktioniert das Ganze natürlich im eigenen Team. Da könnt ihr zusätzlich nämlich auch noch ansagen, dass ihr jetzt mit einem Gegner im Schlepptau daherkommt und der kann das Ganze dann relativ easy finishen. Und selbst wenn er nicht gleich gefinisht wird, dann bekommt das gegnerische Flugzeug auf jeden Fall so viel Respekt, dass es in jedem Fall abdrehen wird und ihr so wieder Zeit habt, zur Reparaturstation zurückzufliegen, euch wieder auf 100% zu bringen, neue Munition aufzunehmen und dann wieder ordentlich reinzustarten. Also wenn wir das Problem mit den gegnerischen Flugzeugen jetzt gelöst haben, stehen natürlich auf der anderen Seite auch gegnerische Flaks oder im schlechtesten Fall sogar Flakpanzer. Ganz wichtig, prägt euch vor Rundenstart ein, wo die stehen und fliegt nicht einfach direkt drüber und lasst euch wegholen. Besser ist es, ihr umfliegt das Ganze und versucht die ja dann eben seitlich und von oben platt zu machen. Ich habe euch jetzt da einfach mal ein paar Beispiele zusammengestellt. Könnt ihr jetzt an der Stelle mal reinziehen. Und wenn wir damit dann durch sind, dann war es das mal so grundsätzlich mit meinen Empfehlungen, beziehungsweise auch mit dem offiziellen Teil meines ersten Flugzeugvideos. Im Anschluss gibt es einfach noch mal ein bisschen Gameplay, ein bisschen Flug-Gameplay. Es war auch ein Teil des Wunsches. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Euer A-Team. Da! Erober das Ziel dort!
lost objective Emil. Objective Dora is now ours, soldiers. Be aware, we have lost objective Bertha. Soldiers, we have lost objective Anton. Be aware that objective Caesar has been lost. Return to the combat area. We have taken objective Emil. Good job. Soldiers, we have taken objective Anton.